Jo, hallo Leute, willkommen zurück zum nächsten Part von Metal Gear REVENGEANCE. Im letzten Part haben wir einen Mini-Boss-Wash gemacht. Ja, so kann man das nennen. Dann wollen wir mal weitergehen. Jetzt kommt gleich Cutscene. Don't disrupt the students while class is in session. I believe you're familiar with the lesson plan. The same regimen you went through in Liberia. Effective program. Just look how you turned out. Of course, running it in the real world just got a bit too complicated. Doing it virtually, though, no fuss, no muss. Straight to the brain. It's like a dream. Well, maybe dream is the wrong word. They do kill some POWs, some civilians. They enjoy it, though. We give their pleasure centers a nice big jolt every time. Plus, they get a shiny new body as a graduation present. Another thing you have in common. I chose this. They're kids, you son of a bitch. And kids are cruel. All people are by nature. They just lose touch with it as they get older. Start thinking they know right and wrong. That's immoral. War crime this, code of conduct that. Kids, you can mold, manipulate into performing all kinds of atrocities. And there's nothing like a good atrocity to keep a war going. That's why I'm shutting you down. You just don't see the bigger picture, do you? Say you bring this whole place down. Waltz out of the rubble with all these precious brains. Nothing changes. All the guys in charge are long gone. We've got offices around the world. We're just suppliers. We don't create the market for war. And who does? The Patriots are gone. Those guys just manage the war economy. They didn't invent it. Did you think every battle in history was all part of some big old conspiracy? Bullshit! War is just part of who we are. Why fight it? Anyway, none of this will matter in 3 hours. Demand for PMCs is about to skyrocket. Like the good old days after 9/11. What are you talking about? Not here. Follow me. Raiden, get Sundowner. Do not lose him this time. Ja, so sieht's aus. Widerlich diese Geschichten teilweise, die hier produziert werden. Doch zuvor gibt es ein paar kleine Secrets, die ich euch ans Herz legen will. Beispiel Nummer 1, diese Kiste hier. Okay, Secret ist das nicht wirklich. Aber das andere ist ein Secret. Jetzt muss ich mir da an der Nase kratzen. Das geht doch mal gar nicht. So, wir rennen hier einmal komplett entlang. Hier hoch. Schön entlang. Immer schön im Kreis rennen. Und sehen wir einer da. Wir haben hier eine Kiste. Und hier haben wir Datenspeicher. Was sie machen? Fragt mich nicht. Das ist ein schönes Collectible. Ich weiß nicht, wo die ganzen anderen sind, weil wir haben anscheinend extrem viel verpasst. Da es 20 Stück von gibt. Was soll's. Hier gibt es noch eine VR-Mission. Nummer 17. So. Kann mir mal einer von euch vielleicht erklären, was das Ding hier ist? Habe ich noch eine? Nein, habe ich nicht. Das ist sowas wie ein Tripod. Typ hier. Ich
Ich weiß nicht, wie man zu dem hinkommt. Ich habe keine Ahnung. Und das andere ist, ich habe mir schon mit einer Raketenbüchse oder Panzerbüchse, je nachdem wie man das nennen will, beschossen. Ich habe nur ein paar Punkte für kassiert und das war's. Und das Ding ist nicht kaputt gegangen. Also mit 10 Stück. Keine Ahnung. Vielleicht kannst du ja einer von euch mir erklären, was das sein soll. Nun gut. Sundowner, ich komme. How's this, Jack? We can play up here without damaging the merchandise. What happens in 3 hours? Don't matter. You're too late. Even at Mach 2, you wouldn't make it. And killing you is gonna take some time. Slow and painful. You can be crueler than that, Jack. So. Keep your blade away from the shield. Ja, ja. Nix da, Kollege. Okay, das war jetzt interessant. So, vielleicht noch Musik ein bisschen lauter reden, so. Wow, das war dämlich. Das konnte ich gar nicht richtig erklären, wie der Kollege hier funktioniert. Wow. Wow! So, es gibt hier ein paar Helis, die nerven sind. Und dann diesen Schutzschild, den er da hat. Den man mit dem Blade-Modus richtig im richtigen Moment oder im richtigen Winkel, ich weiß gar nicht, den Block nicht, kaputt machen muss. Und wenn man nicht trifft, dann explodieren die Dinger und machen Schaden. Jetzt. Das war aber viel zu lang, eigentlich scheiße. Da macht es immer so. Wow! Dämlich. Das ist einfach nur ein nerviger Boss. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, ihn zu besiegen. Einfach. Man rennt einfach hier die ganze Zeit im Kreis rum und schlagt ihn ein paar Mal drauf. Immer schön im Kreis rennen und draufschlagen. Aber das ist so einfach nur langweilig. Ey! Kriegt das Kotzen mit dem Typen. Nein, das soll schon wieder ganz knapp nicht. Wenn ich die Steuerung bisschen, also die Empfindlichkeit runter auf 6 schraube, müsste das passen. Wow. Ey, ich spiele gerade wie ein ehrlich jetzt? Ich slide. Willst du mich verarschen? Ich slide gerade auf ihn zu und er benutzt. So, jetzt. Meine Herren. Und das Scheiß. Ich krieg das Kotzen bei dem. Ich finde, eigentlich ist er nicht so schwer. Da finde ich teilweise den Kollegen Monster schwieriger. Eigentlich. Aber irgendwie macht er gerade richtig Probleme.
Das ist aber nur das war die erste Phase. Die zweite Phase, die jetzt halt ist, die ist eigentlich, ich sag mal, etwas angenehmer, wenn man das mit dem Blocken hinkriegt. Ist die zweite Phase hier um einiges angenehmer. Man soll halt dementsprechend auch in sein Superangriff ab und an blocken. Aber wie man sieht, jetzt hat das ist richtig easy. Das war's schon. So, das ist noch nicht ganz fertig. Wir haben hier noch einen kleinen Flugpart. Oh shit. Zack. Zack, zack. Nur schön ausweichen. Autsch. Das war Fail. Die hat mich das jetzt noch getroffen. Verdammte Axt. So. Putz, putz. Ein C-Rang habe ich auch verdient. Meine Herren, du. Attaboy, Jack. What happens in 3 hours? He'll launch Operation Tecumseh. Who? Armstrong? I've already said too much. I have a call to make. Got yourself shaving? Asshole. He's good. Real good. You knew this would happen, didn't you? Well, you get your wish. Up to you now. Sam. Raiden here. I've taken Marshall HQ. Yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Raiden, what Sundowner said. I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. And in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there, Oh, shit. The War on Terror Part 2. contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels would take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Marshal? Then we have to get there first. Невозможно. Impossible. It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now, it's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV would make it with time to spare. That's... Mach 23 if we're talking 1 atmosphere. 17,650 miles per hour. That would make Pakistan in under half an hour. Right. Contact Solus.
Jo, und das war jetzt der Affe. Ich habe ein B bekommen. Naja. Ich will gar nicht dieses Wertungssystem in Frage stellen. So. Körper anpassen. Auf jeden Fall. Erstmal die Hauptwaffe. So. Das reicht. Das müsste ausreichen. Sekundäre Waffe. Haben wir jetzt halt das Bloodlust bekommen. Das soll ziemlich OP sein und eher für Leute sein, die bis jetzt halt ziemlich viel Probleme hatten. Und das Ding soll angeblich verdammt viel Schaden machen. Aber ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. So. Ein bisschen mehr Ausdauer holen. Oh. Das müsste reichen. Bei den 15 haben wir nicht genug. Und hier haben wir den Kollegen in Rot, aber naja. Das sieht halt noch cool aus, aber ich habe wieder nicht genug. Aber in Weiß, das sieht schon edel aus. So, dann würde ich mal behaupten, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.